Wer was verändern will, der muss sich auch selber einbringen. Das sagt unser Studiogast Jennifer May aus Speyer. Und deswegen hat sie begonnen, Kindern in Südafrika Perspektiven zu eröffnen durch bessere Bildung. Und dafür wurde sie jetzt von den Hörern eines Radiosenders ausgezeichnet. Freund von Afrika, Tsala Ya Afrika, so heißt ihr Verein. Es war ein herzliches Wiedersehen in Südafrika im September letzten Jahres. Jennifer May aus Speyer trifft ihre Patenkinder aus Tolecho. Ein ganz besonderer Tag, denn sie machen einen gemeinsamen Bummel durch das Einkaufszentrum in Rustenburg. Und jeder darf sich eine Kleinigkeit aussuchen. Rückblick. Im Sommer 2013 entscheidet sich Jennifer May für ein freiwilliges soziales Jahr in Südafrika auf einer Farm in Tolecho. Nach ihrem Abitur in Speyer wollte sie einmal etwas ganz anderes erleben. Raus aus der Komfortzone, rein in eine fremde Kultur. Auf der Farm wird sie herzlich aufgenommen, findet neue Freunde, zum Beispiel Scampi. Und die kann jetzt wieder in die Schule gehen, dank eines Hilfsprojekts des Vereins Tsala Ya Afrika, mitbegründet von Jennifer May. Jennifer May, schönen guten Abend. Guten Abend. Tolles Projekt. Wenn Sie die Bilder jetzt sehen, die wir gerade zusammen nochmal angeguckt haben, was empfinden Sie dann selbst, wenn Sie diese Kinder sehen? Ja, einerseits vermisse ich sie total. Also ich habe mit den Kindern zusammen gewohnt, ein Jahr lang. Es waren wie meine Kinder. Ich habe mit denen gearbeitet und ja, es ist immer schön, sie wieder zu sehen. Und ich bin ja auch öfter da und ja, ich freue mich einfach. Können Sie auch sagen, was das den Kindern bedeutet, zur Schule gehen, man muss ja sagen, zu dürfen? Ja, also ich weiß nicht genau, ob die Kinder das wirklich so toll finden. Also klar, Schule macht nicht immer Spaß, aber sie wissen das auch wirklich, dass es was Besonderes ist, dass es kein Privileg ist für jeden, in die Schule zu gehen. Und ja, die wissen es, glaube ich, schon ganz gut. Was bedeutet Ihnen das, dass Sie wissen, dass alles so funktioniert, wie Sie es sich eigentlich erhofft hatten, als Sie dort waren? Ja, also es war ein Stück Arbeit. Von daher ist es immer schön zu sehen, dass es auch fruchtet, dass es wirklich was gebracht hat. Wir haben wirklich sehr lange gebraucht, um diesen Verein überhaupt zu gründen. Und es steckt wirklich mehr Arbeit dahinter, als man am Anfang denkt. Es sagt sich immer so leicht, ja, man macht da mal was und man unterstützt die Kinder. Und ja, von daher ist es wirklich schön auch zu sehen, dass ja auch die Leute es zu schätzen wissen. Dann müssen Sie mir erklären, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Sie haben sich irgendwann entschieden, ein soziales Jahr zu machen in Afrika. Warum Afrika? Ja, Afrika hat mich schon immer gereizt. Der ganze Kontinent mit den ganzen verschiedenen Kulturen. Also es ist so vielseitig und ich wollte da immer hin, schon als ich ein Kind war schon. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Und Südafrika war dann eher zufällig. Das war jetzt nicht so geplant. Das war die erste Begegnung dann mit Afrika direkt, die Sie gehabt haben. Sind in Südafrika auf dieser Farm gelandet. War es so, wie Sie erwartet haben dort? Es war eigentlich ein bisschen... Also es war schon anders. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt wirklich Duschen haben und Internet. Ich dachte wirklich, ich bin da komplett abgeschieden von allem. Von daher war es schon ein bisschen mehr, als ich erwartet habe auch. Aber die Arbeit war schon, wir haben gerade ein paar Fotos gesehen, die war schon Die tough. Arbeit war hart. Also es war echt am Anfang 8 Stunden auf dem Feld stehen. Das ist dann nicht so einfach. Und bevor ich dann in der Schule auch unterrichtet habe, da vor Ort, musste ich eben auch komplett dann Landwirtschaft mitmachen, alles drum und dran. Sie haben unterrichtet, auch als Lehrer waren Sie im Einsatz. Mathematik und Englisch. Ja. Und stimmt das, dass die Kinder sogar von Ihnen unterrichtet werden wollten? Die wollten mehr Mathe haben, als im Angebot eigentlich war? Ja, also ich bin nicht so der Fan von Mathe, muss ich zugeben. Und ich fand es dann schon auch mal ganz schön, einen Film zu gucken mit den Kindern. Aber da waren die dann nicht so begeistert. Und die wollten dann wirklich schon auch haben schon viel von mir verlangt. Ja. Lieber Mathe als Film gucken. Ja, so ungefähr. Aber das ist noch keine Schule. Warum musste eine neue Schule? Warum mussten Kinder überhaupt zur Schule gebracht werden? Also es gab eine Schule vor Ort, als ich ja da war und habe da ja auch unterrichtet. Aber die wurde dann geschlossen und also diese 150 Kinder hatten dann eben keine Schule mehr. Und genau, dann haben wir eben gesagt, dann müssen wir was machen. Und genau, so hat sich das dann alles entwickelt, dass wir auf die Idee kamen, diesen Verein zu gründen. Das sagt sich so einfach, dann müssen wir was machen. Wie sind Sie rangegangen? Für 7, 8 Kinder? Ja. Sorgen Sie jetzt dafür, dass die einen weiten Schulweg auch tatsächlich schaffen können? Oder wie funktioniert? Ja, also wir unterstützen die, also somit, dass wir die Schulgebühren bezahlen. Und das ist ein Internat, also die müssen nur alle 2 Wochen mal übers Wochenende kommen die nach Hause und ansonsten sind die dort. Das heißt, Transport fällt eigentlich so gut wie weg. Und wir zahlen eben die Schulgebühren. Und also die Schuluniform zahlen zum Beispiel die Eltern selbst. Wir haben gesagt, ihr zahlt so viel, wie ihr könnt und wir legen den Rest drauf. Und ja, jetzt
Ja, und dazu brauchen Sie natürlich auch Unterstützer. Ja. Wo kommen die her, die Ihren Verein dann eben auch dahin bringen, wo er jetzt ist? Also wir haben angefangen, so mit der Familie und Freunden zu sagen, was wir machen. Und die waren auch alle total begeistert. Und ich glaube, dass auch so unsere Familie und der nähere Bekanntenkreis immer noch die größten Spender sind. Also meine Oma zum Beispiel mit ihrem Freundeskreis ist unsere Number One immer noch. Und ja, dann haben wir auch mal eine Firma, ist auf uns zugekommen und hat dann auch die Farm gefördert. Und ja, 25.000 € inzwischen zusammengekommen für die Schule alleine, 8.000 für die Farm noch oben drauf. Das ist ein tolles Ergebnis. Ja, also kann man so sagen. Ja, und es soll noch weitergehen. Sie haben noch was vor. Es soll ein Kindergarten noch entstehen. Ja, also das ist ein Projekt, was wir so in weiter Ferne planen. Also wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass es auch nicht einfach ist und auch vielleicht nicht so sinnvoll, wenn wir von Deutschland irgendwie versuchen, da was hinzubauen. Unser Plan war am Anfang auch, dass wir eine Schule bauen, aber wir haben dann schnell gemerkt, dass es eigentlich auch mehr Sinn macht, die Institutionen vor Ort einfach zu unterstützen und wirklich nur finanziell zu fördern. Ja. Und deswegen fördern wir jetzt die Schule vor Ort. Das machen Sie als Studentin. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tolle Geschichte und schön, dass Sie bei uns waren.